Du kannst dich auch nicht von der alten Karre drin. Den guten alten Cadillac. Wie bist du überhaupt einmal durch den TÜV gekommen? Ja, dank ein paar chinesischer Ersatzteile von eBay und den handwerklichen Fertigkeiten meines werten Freundes Veit habe ich jetzt aktuell noch TÜV bis kommenden August. Danach kann ich ja sowieso 2 Monate überziehen und dann muss ich halt immer schauen, wie ich ihn länger am Leben halten kann. Ja, sieht aktuell nicht so gut aus. Aber ich rufe nach den Leon. Der soll ihn holen und er soll ihn wieder für dich reanimieren. Warum bist du überhaupt nicht über die Autobahn gefahren? Du aus der Landschaft warst ja doch ewig unterwegs. Ja, weil es umweltfreundlicher ist. Naja, was gibt's denn bei euch eigentlich so was? Ja, lass mich überlegen. Ah ja, du kennst ja den Horst, den Pächter vom Hirsch. Der war auf Kur gewesen und hat abends sein ganzes Geld im Casino verzockt. Anschließend haben sie einen Stock besoffen mit 2 Kurgästen abends im Schwimmbad mit Drogen erwischt. Ja, als er wieder daheim war, konnte er natürlich das Geld nicht für die Pacht aufbringen. Ja, jetzt kocht er wieder im Lamm. Das ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, weil da hat er ja nicht, der kann ja sowieso die besten Schnitzel machen in unserer Umgebung. Ach ja, und letzte Woche bin ich geehrt worden. Echt? Und zwar vom Deutschen Numismatikerverband.
die haben mir die Ehrenmünze gegeben. Für die 30-jährige Mitgliedschaft im Verein. Die haben sogar gewusst, dass ich die deutschlandweit die besterhaltenste und vollständigste Kupfermünzensammlung besitze. Ist eigentlich da schon wieder heiß bei uns? Oder Nee, natürlich nicht. Ich habe nur ein paar Tage frei und außerdem wird bei mir in der Wohnung ein bisschen was umgebaut. Und Ja, wohnt sie immer noch im Altbau am Prenzlauer Berg? ja, genau. Ja, ich hatte mir ja mal überlegt, mir was anderes zu suchen, aber du weißt ja, wie es ist. Du wolltest uns doch mal einladen. Der Mutter für uns ist schon ewig auf den Checkpoint-Schale in der Führung. Das machen wir auf jeden Fall auch nicht. Hallo Mama. Hallo. Na, alles klar? Der Opel, die alte Schrottkarre wieder. Hau das Ding doch mal raus und kauf dir endlich ein gescheites Auto. Außer dir fährt keiner mehr mit so einem Rostkübel rum. Willst du damit deine Kinder mal spazieren fahren? Du kannst dir das doch leisten als angehender Doktor. Du musst mal an dich denken, du musst dir mal was gönnen, weißt du? Der Sohn von die Menningers, der war letzte Woche in Wolfsburg, hat sich einen nagelneuen Golf geholt. Na, da gab's noch eine Führung mit belegte Brötli und Getränke, so viel wie du wolltest. Mama, ich hänge einfach an dem alten Ding. Und außerdem fahre ich in Berlin sowieso die allermeiste Zeit mit dem Rad. Oder halt mit der Bahn, wenn das Wetter mal wirklich schlecht ist. Naja, wie schaut denn das aus? Du hast doch einen hohen Posten an der Uni. Da kommt ja mancher Erstsemester mit einem besseren Auto angefahren wie du. Und dein Pulli, Thorsten, den hast du schon ewig. Du musst dich mal wegen modischer anziehen. Gönn dir mal was, Thorsten. Ja. Und isst du da oben auch genug? Mir geht's gut. Wirklich, Mama. Ich bringe jetzt erstmal meine Sachen rein, okay? Achtung, Papa. Ob dein Zeug kannst du später auspacken. Die Mutter hat extra einen Zwetschgenplatz für dich gebacken. Ja. Ja, und die haben in Astheim neue Bauplätze ausgewiesen. Die schauen toll aus, Leute. Da könntest du dich doch mal für einen bewerben. Weißt du, jetzt gefällt's dir in Berlin. Ne? Jetzt findest du es schön dort. Aber wenn du mal verheiratet bist, dann willst du doch bestimmt nicht mehr in der Stadt leben. Na, dann bist du froh, wenn du nach Astheim kannst. Und wenn du mal Kinder hast, Thorsten, dann, du wirst doch deine Kinder nicht in Berlin großziehen wollen. Bei dem Dreck, bei dem Müll, bei den besetzten Häusern. Im Moment kriegt man so günstige Kredite. Ne? Und man muss wenig Zinsen zahlen, wirklich. Stimmt's, Bernd? Ja, das stimmt. Aber da tun sich ja die meisten Leute eigentlich verrennen. Er weiß, wie in 5 Jahren die Preise sind. Da werden die Häuser vielleicht nachgeschmissen. Thorsten, du verdienst doch gut. Na, der Schubi, der Stefan und der Schlumpfi, die haben alle schon neue Häuser. Na, die haben alle nur eine ganz normale Lehre, weißt du? Und wir würden ja auch ein wenig mithelfen. Ja, ich kann es mir ja überlegen, okay? Aber ich gehe jetzt erst mal los. Wo willst denn du schon wieder hin? Du hast doch deinen Kuchen noch gar nicht gegessen. Ja, ich schaue jetzt mal zu Stefan, okay? Bis später.
love's been hard to find. No summer pretty lover, won't you please be mine? And no, don't you keep so close, 'cause I hurt the ones I love the most. And no, don't you say my name, 'cause I'm not the only one who changed. Summer pretty lover tried to understand. Things have changed, can't stay the same. I'm a different man. Said goodbye too many times. Now we're far apart. Oh, summer pretty lover, don't you break my heart. And no, don't you keep so close, 'cause I hurt the ones I love the most. And no, don't you say my name, 'cause I... Hallo? Hallo, Thorsten hier. Wer? Thorsten Seufert. Ist der Seger da? Ach so, Prof. Hi, Katrin. Lang nicht mehr gesehen. Geht's dir gut? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Unsere Prinzessin ist gerade eingeschlafen. Was machst du eigentlich hier? Wir haben uns doch bestimmt 5 Jahre nichts mehr gesehen. Ja, also ich gehe jetzt hoch, beruhige sie, damit sie wieder einschläft. Stefan ist in der Küche. Ah, putzverreckt! Ich dreh noch durch mit dem Scheiß hier. Jemanden! Thorsten, Alter, was machst du denn hier? Ey! Mensch, wie läuft's in Berlin? Hast du Urlaub oder was? Ja, genau. Ich habe gedacht, dann schau ich einfach mal vorbei. Ah, geil, Mensch, ich hab dich ewig nicht mehr gesehen. Ey, unser Mann in Berlin. Hey, willst du irgendwas trinken? Ich hab alles da. Du, Wasser passt, danke dir. Wasser? Willst du dich waschen oder was? Hey, Mann, du weißt doch, H2O nur im Klo. Ah, komm, ich hab da schon was Richtiges für dich. Hier, das ist ein Fruit Ale aus einer kleinen peruanischen Brauerei. Der Typ, der macht das ganz alleine über offenem Feuer in einem Kupferkessel. Hab mir meinen Schwager mal mitgebracht aus dem Hipster-Store in Würzburg. Ja, bisher hat mich noch nicht so richtig angetraut. Hey, aber jetzt mit dem Berliner Hipster an meiner Seite, auf deine Rückkehr nach Folge. Dieses köstlich fruchtige Fruit Ale vom Fuße der Cordillera Negra in Peru. Ach, das kannst du nicht, Zeff. Her damit. Ach. Ach, dann lieber doch eine klassische Patrone vom guten alten Dülli. Hier. Hier. Prost. Schon viel besser. An Düllis Zeug ist halt einfach das Geilste. Da geht halt nichts drüber. Hopf letztlich her, Prof. Jetzt erzähl mal, wie lange bist du jetzt überhaupt da? Was treibst du gerade in Berlin überhaupt so? Ey, aber die wichtigste aller Fragen, was daddelst du im Moment überhaupt? Ey, habt ihr das Bier von meinem Bruder aufgemacht? Es ist 3 Uhr mittags, da kostet die Flasche 8 Euro. Ja, Schatz, aber war total lecker, Schatz. Stimmt's, Prof? Ja, Hast du beim Schreiner angerufen? Nee, aber ich gehe gleich morgen und spreche persönlich mit ihm, okay? Wir kriegen nämlich ein neues Bett. Jetzt, wo wir im Haus eingezogen sind, wollen wir natürlich auch Möbel haben, die nicht in jeder x-beliebigen, siffigen
Studentenbude stehen und da der Stefan einen Kumpel hat, der das Ganze macht, kriegen wir es auch zu dem guten Preis. Kostet zwar ein bisschen was mehr, aber das ist es uns wert. Macht natürlich voll Sinn. Stefan, ich gehe mal rüber ins Nähzimmer. Die Maike hat mir ein Schnittmuster von einer schönen Jacke geschickt und die ist so süß und direkt fast fertig. Und da ein unangekündigter Besuch den Biorhythmus von der Kleinen durcheinander gebracht hat, könnt ihr jetzt sehen, wie er sie zum Schlafen bringt. Keine Sorge, Schatz, ich mach das schon. Mein absoluter Geheimtipp. Englischer Death Metal. Funktioniert jedes Mal. Okay, das hier verschafft uns jetzt genug Zeit hierfür. Halt dich fest. Alter, wo hast denn das her? Hast du noch einen N64? Hey, ist der Papst katholisch? Klar, habe ich damals vor 2 Jahren so einen kleinen Schnellspritzer auf dem Flohmarkt abgezogen. Hey, die verblödeten Affen zocken eh nur noch irgendeine Scheiße auf ihrem Smartphone und wissen die guten alten Gaming-Perlen gar nicht mehr zu schätzen. Geil. Hier kommt die wahrscheinlich beste Fußball-Action, die je auf einer Konsole gesichtet wurde. 36 Nationalmannschaften mit wiedererkennbaren Stars. Fantastische Spielgrafik mit über 18.000 unterschiedlichen Animationsphasen, die dank Motion Capture Technik nahezu jede erdenkliche Spielerbewegung zulassen. Gestalten Sie Ihre eigenen Spieler, nutzen Sie die praktisch unbegrenzte Vielfalt an taktischen und strategischen Optionen und lassen Sie sich vom authentischen Kommentar des Reporters mitreißen. International Superstar Soccer 64, die ultimative Fußballsimulation. Ich bin gehypt. Okay, ich würde sagen, in guter alter Manier, Fidschi gegen Papua-Neuguinea. Alles andere wäre Blasphemie. Okay. Hey, Alter, weißt du noch, wie wir es damals geschafft haben, den World Cup im ISS zu holen, nur mit einem Lenkrad? Wenn es damals schon YouTube und den ganzen Scheiß gegeben hätte, wären wir damit safe viral gegangen. Ja, allerdings muss ich schon sagen, dass ich auch echt froh bin, dass wir noch vor der ganzen Kacke aufgewachsen sind. Hey, das sagst du was, die Zeit damals war einfach genial. Hey, die geilsten Games und man wusste sie noch wirklich zu schätzen, weil man endlos lang drauf sparen musste. Kein Pay-to-Win, keine Microtransactions, keine räudigen Lootboxen. Ey, und in der echten Welt immer genug Leute auf wirklich mal die Runde Hibberles. Und danach dann die geilsten Beatabende mit Asbach-Cola für 1,50. Und jetzt hocke ich den ganzen Tag auf der Schaffe von früh bis spät und wenn ich heimkomme, muss ich irgendwelche Melkmaschinen reparieren. Ja, gut. Ich meine, Moment mal, natürlich war früher einiges geil, aber schau dich doch mal bitte um. Also du kannst dich ja wirklich nicht beschweren. Ich meine, du hast einen guten Job, du hast eine tolle Frau, du hast ein gesundes Kind, du hast eine krasse Hütte und soweit ich weiß auch immer noch die größte Sega-Sammlung in ganz Bayern. So, wo ist das ganze Zeug überhaupt? Frag nicht, wurde in den Keller verbannt. Ja, hast schon recht. Aber trotzdem vermisse ich die Zeit von damals, als wir die ganzen Tage nach der Schule dann zocken und Scheiße bauen konnten. Na, mein Engelchen. Oh, hast du wieder die schreckliche Musik reingemacht? Da kriegt die Kleine noch ADHS. Oh. So, ich habe das süße Jäckchen jetzt fertig. Stefan, schau doch mal. Ist es nicht süß? Voll schön, Schatz. Toll, gell? Bei den beiden Ignoranten kann ich dich unmöglich lassen. Wir gehen dann mal nach Würzburg zur Babymassage und heute Abend sind wir bei der Nicole auf Thermomix-Abend. So ein Baby hat doch viel zu wenig Kraft in den Händen für eine vernünftige Massage. Ja, den Witz hast du schon mindestens 10 Mal gebracht. Aber der Prof kannte ihn noch nicht. Der soll mal lieber seine Flasche vom Tisch nehmen. Das ist ein italienischer Designertisch. Weißt du, was der kostet? Tut mir leid. Also dann schau. Wir nehmen euch ausnahmsweise mal wie Erwachsene und trinken nichts mehr so viel. Morgen früh sind wir bei Sabine und Tristan zum Brunch eingeladen. Vergiss es nicht. Oh Mann, ey, Sabine und Tristan. Da gibt's wieder irgendwelche Grünkernbratlinge mit Pancakes ohne Mehl. Alter, Pancakes ohne Mehl. Die Welt geht vor die Hunde. Naja, immerhin sind wir jetzt wieder unter uns. Ich hole uns mal erstmal noch 2 Mollen, bevor wir bei zweiter Halbzeit zocken.
Lenkrad. Hey, unsere epischen Multiplayer-Schlachten damals in FIFA 98 mit dem Gamepad, einer Tastatur und 2 Mäusen. Ja gut, und im legendären Hallenmodus, warum sie den eigentlich nie zurückgebracht haben. Aber das geilste Fußballspiel war sowieso FIFA 98. Ever. Ja, das Geilste? Ja, ich weiß nicht. Also wenn du mich fragst, gibt's da nur eins. Pro Evolution Soccer 6. Ja, wenn du Bock hast, mit der Domstadt und El Pomatski gegen Man Red und Rüd van Misselrum zu spielen. Hey, also erstens war Manchester United ab dem 6er lizenziert und zweitens interessiert beim Zocken die Namen neue keine Sau. Hey, und auf dem PC kann man es auch patchen. Ja, ich gebe dir ja recht. Aber trotzdem ist es natürlich geiler, die echte Bundesliga zu spielen, als irgendeinen erfundenen Fantasie-Weißwurst-Cup. Ja, das bringt einem aber auch nichts, wenn die Ballphysik dafür sorgt, dass die Kirsche den Spielern am Fuß klebt. Hey, wie damals die Scheiße an deinem beim 5-1 gegen Nordheim. Boah, Alter, warum erinnerst du mich an sowas? Ja gut, okay, ich gebe dir recht. Mit Pro Evo haben wir auch mit Abstand die meiste Zeit verbracht damals. Scheiße, warum grätscht der nicht? Ich bin so verdammt eingerostet. Oh, ja, da ist das Ding, da ist er, hast du den gesehen? Oh, gib das mal in der Zeitlupe. Oh, Jetzt drück, Sieger. Alter, drück, hast du die Kirsche gesehen? Drück jetzt. Ja, okay. Hey Prof, echt geil, dass du da bist. Lass uns halt so richtig einen drauf machen, wie früher in den alten Zeiten. Katrin ist den ganzen Tag unterwegs. Ey, und den Grünkern-Brunch bei den Lauchhängen überstehe ich schon irgendwie. Ich würde sagen, wir wappnen uns erstmal mit einem ordentlichen Bankett für den Abend. Klar, wir können ja zum Sandman gehen und Miniburger futtern. Alter, echter Sandman beim Miniburger? Wir haben uns seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und du kommst hier mit Sandman. Ey, in einem Laden, in dem die Speisekarte wahrscheinlich dicker ist als die Bibel und die mehr ausgestorbene Tierarten beheimaten als der Jurassic Park. Dafür musst du nie reservieren und es ist unschlagbar günstig. Prof, du bist echt immer noch genau der gleiche. Günstig. Bald ein Doktortitel am Start und zu geizig für was Gescheites zu essen. Ey, ist aber auch egal heute, weil heute Abend geht das Essen auf mich. Und ich weiß schon ganz genau, wo wir heute Abend hingehen. Sehr. Dankeschön. So ein Schäufeler schafft halt der Raue in Berlin nicht. Der schafft nur die Sonne. Ja, ich muss schon echt sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe, aber das sieht echt verdammt köstlich aus. Also, auf geht's. Einen guten. War das geil. Hey Sega, alter Zipfel, rutscht mal über. Oh, hab ich gleich gewusst, servus, dass du da bist. Servus, Bei der Bestellung. Was geht, ey? Weißt du nicht, was uns wieder so richtig verwöhnt heute, ey. Ey, übrigens, kennst du noch einen Prof? Hi, freut mich. Also es war echt super lecker. Ach ja, die kenne ich noch. Wir haben doch in der F-Jugend zusammen Fußball gespielt. Du warst doch der, wo im September immer die Strumpfhosen anhatte. Meine Mutter war immer früher so ein bisschen überfürsorglich. Aber ich sage euch was besser wärmt als Strumpfhosen im September. Ich hole uns mal ein Schnäpsle, Jungs. Auf meinen Feierabend. Prost! Oh, da muss ich mich erstmal wieder
wieder dran gewöhnen, ey. Da kenne ich eine Methode. Geh her, Puff. Prost. Prost! Sag mal, was machst du eigentlich in Folge? Bist du denn eigentlich Prof an der Uni in Berlin? Hier, wer hat dir sowas erzählt? Quatsch, ich bin Doktorand am Institut für Mediavistik. Und was macht man da so? Ja, grob gesagt beschäftige ich mich mit der Geschichte des europäischen Mittelalters. Seit 2 Jahren bin ich beschäftigt mit der Analyse der Flächenstrukturen im östlichen Sachsen und Thüringen im 10. und frühen 11. Jahrhundert. Ey, ob die Sachsen damals auch schon Scheufälle hatten? Hey, Prof, nix für ungut. Du bist bestimmt ein überragender Wissenschaftler. Aber heute widmest du dir mal deine Konzentration voll und ganz der Wissenschaft des exzessiven Alkoholkonsums. Alles klar, aber ich glaube, ganz ehrlich, für heute langt's mir auch schon. Das glaube ich nicht. Ich schenk gleich noch mal nach. Schau her, hab gar nichts verderbt. So. Prost, Sieger. Prost, Sanne. Ey, hör auf, ey. Hast du in Berlin das Saufen verlernt, oder was? Ich pack's jetzt aber echt. Ohne Scheiß. Ich war heute ewig unterwegs. Ich bin wirklich am Sack. Ey, vergiss es. Hey, erst sehen wir uns jahrelang gar nicht und dann willst du im Neuen in sie heuer? Ey, daraus wird leider nix. Hey, wir gehen zumindest noch auf den Absager ins Techtel. Hey, Sega, ganz im Ernst, das können wir morgen immer noch machen. Aber bei mir geht heute wirklich nichts mehr. Es war doch schon immer die ideale Voraussetzung für einen geilen Abend. Okay, pass auf, folgender Deal. Hey, du bist doch bis heute eine lebende Legende im Bierdeckelflippen. Pass auf, wenn du schaffst, die Sanne zu schlagen und uns beweist, dass du es immer noch drauf hast, dann kannst du heim in die Falle, ohne dein Gesicht zu verlieren. Und obendrauf kriegst du von mir noch mein Exemplar von der Collectors Edition von Crazy Taxi für die Dreamcast. Aber wenn die Sanne gewinnt, dann gehst du noch mit ins Techtel. Okay. Ach, geil. Hey, und wie es die alte Tradition will, wird auf jede überstandene Runde angestoßen. Prost, Leute. Yes! Nix hat er verlernt, der Prof! 18 Deckel locker aus der Hüfte raus! Wuhu! Sieger, so. Ey, aber Sega, weißt du was? Scheiß drauf, ich bin aber dabei. Ne, Ja? ne, Ohne das Scheiß. soll ich hören. Geil. Hey, Sanne, wie schaut's bei dir aus? Ah, Jungs, leider kann ich nicht mit. Ich muss noch in der Küche wegen zusammenräumen und morgen früh geht's auch schon wieder rund. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und Professor, mach dich mal locker, auch wenn es dir schwerfällt, ey. Du gehst heute jetzt mit, du bist wieder in Folge und dann meckst du die Nacht zum Tag. Boah. Ganz im Ernst, ich habe wirklich schon lange nicht mehr so gut gegessen. Und vor allem nicht so viel. Ja. Krass. Der Laden hat sich ja echt auch überhaupt nicht verändert, oder? Tja, der sichere und beständige Hafen der stürmischen See unseres Lebens. Aber warte mal ab. Wunderschön. Wer hätte gedacht, dass in dir so viel Poesie steckt, Sega? Hey, nicht nur Sie sind Mann von Weltwert, Herr Professor. Aber jetzt treffen wir erstmal schönes, edles 7 Minuten Pilz. Alter, was denn hier passiert? Da ist wohl keine Bildzeitung. Ganz schick, oder? Ich weiß nicht. Ach, ich vermisse schon den alten, schummrig nebulösen Flair vom Techtel. Naja. Hey Svengo, machst du uns mal 2 Bier? Ach nee, den haben wir denn da, den Doktor? Ach nee, der Professor aus Berlin. Ja, lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, dass ich ja mal 2001 war ich auch mal in Berlin zum DFB-Pokal. Weißt du? Schalke gegen Union. Das war geil. Und wir haben sogar gewonnen. Ne? Ja, ja. Und naja, gut.
Das war natürlich ein geiles Fest, ne? Aber so Bierzapfen können die nicht, die Preußen. Ehrlich, das ist ja unter aller Sau. Ne? Aber naja, bei mir braucht der Bier 7 Minuten. Um sein komplettes Potenzial zu entfalten. Ich erinnere mich noch, Svenko. Ja, dass die Bierkrone auch für Langsamtrinker wie du es bist, ne? Dass die ein wenig länger hält. Weil ich kann mich noch daran erinnern, ne? Da hast du ewig an dein Bier rumgenuckelt. Ne? Hey Seufert, was geht nicht? Glaubst ja nicht. Du von Berlin in Folgi, was treibt denn dich daher? Sega, alles fit oder was? Ey Prof, was merkst denn du da oder was? Haben sie den Hörsaal dicht gemacht? Ey, pass auf, geil, dass du da bist. Wir waren neulich auch oben in Berlin. Die JGA von Michel aus Gernach, kennst du noch vom Fußball, oder? Ey, das war der Hammer, ey. Da haben wir uns so dreckig gegeben, ey. Erst so Weizen oben auf dem Fernsehturm zum Frühstück. Dann eine Currywurst am Alexanderplatz unten und dann den ganzen Tag im Ballen Beach. Ey, das ist so geil. Bundestag wollten wir auch machen, aber da waren wir schon zu dicht. Und der Kloser Michel, der ist ja eh nicht mehr oben. Aber ja, am Abend, ey, da haben wir gedacht, wir gehen da in dieses Beichtheim oder wie das heißt. Aber da haben sie gesagt, wir täten nicht ins Konzept passen. Sind wir ins Hofbräuhaus, kennst du bestimmt auch, oder? Ah ja, der Laden. Die Weiber, wie die da ausschauen, ey, alle zugehackt und gebierst und die Typen haben Sachen an, ey, wie kannst du das da aushalten? Ja, es ist halt alles ein bisschen anders da oben, ne? Hey Seufert, aber spielst du überhaupt noch Fußball? Ja, ich hab eine Zeit im Uni. Ja, die ganzen Pillenschmeißer, So, die müsstest doch eigentlich jeden Grund und Boden rennen, oder? Ich meine, am Platz warst du ja schön mal stärker als am Glas, wenn wir ehrlich sind. Und was ich gehört habe, sind die da oben, die tun noch eher lieber koksen, anstatt ordentlich mal ein trinken, oder? Ja, das ist jetzt so auch nicht ganz richtig, ne? Eigentlich... Ey, Prof, merkt ihr mal, was du sagst, Jungs, wir gehen mal nicht dampfen, ey. Okay, aber hau bloß nicht ab, bevor wir noch eine Runde gemacht haben, ne? Sag mal, Sega, mein Freund, warum habe ich eigentlich diesen Ort, diese Leute und diese Gespräche in den letzten 12 Jahren genau nie vermisst? Ach komm. Hey, im Ernst, überleg mal. Neukölln, Friedrichshain, Kreuzberg, Berghain, Sisyphos, Tresor, KitKat, verdammt nochmal, von mir ist das fucking Watergate. Menschen aus 190 Ländern, 175 Museen und Ausstellungen, ey, über 800 Jahre deutsche Geschichte. Humboldt, Voltaire, Bismarck, von mir aus Kennedy. Aber nein, die Folgerer Hillbillies, die schaffen es noch nicht mal auf eine Currywurst zu Konopke oder zu Mustafas Gemüsekebab. Ohne Scheiß, ich bin einfach so froh, dass ich dieses kulturlose Kraft damals hinter mir gelassen habe. Mann, Prof, sei nicht so hart. Wir leben hier im Paradies. In Bosnien haben sich meine Landsleute damals die Köpfe eingeschlagen und keiner kann dir so wirklich sagen, warum. Hierher zu kommen, war das Beste, was meiner Familie passieren konnte. Besser als hier in der Main-Schleife kannst du nicht leben. Die Leute sind freundlich, hier ist es friedlich, hier gibt es Jobs und der Wein erledigt das Übrige. Sieger, du schraubst in Schichtarbeit Kugellager zusammen. Mag sein, Herr Professor. Aber erstens sind das keine bloßen Kugellager, sondern Radial- und Axiallager gemäß allen DIN-Normen von DIN 625 bis DIN 728. Und zweitens passiert hier im Land und auch im Rest der Welt ohne uns mal überhaupt nichts. Ey, wenn irgendwann nur noch Elektroautos durch die Gegend zurren und der Strom aus Windrädern kommt, dann verbauen die unsere Wälzlager. Genauso wie jetzt in den ganzen Dieselkarren und früher in den Turbinen im Kernkraftwerk. Ey, keine Bewegung ohne Reibung. Und gegen Reibung hilft nur ein gut geschmiertes Lager, hat schon mein Lehrmeister immer gesagt. Ey, wenn Elon Musk kommt und für seine neuen Tesla das Lager braucht, dann schlägt er bei uns auf in Schweinfurt. Selbst die ganzen Hipster-Maulaffen von den E-Scooter-Verleihern haben schon alle bei uns vorgesprochen. Ey, und außerdem, hast du überhaupt eine Ahnung, was ich da verdiene? Oh Mann, ey, du hättest so viel Potenzial gehabt. Du hättest Physiker werden können oder Ingenieur oder keine Ahnung, Informatiker. Du hättest mit mir nach Berlin gehen können. Alter, Obergau, was hätte ich denn in Berlin gewollt? Ey, die Familie von meinem Cousin lebt in Wedding, in deinem Berlin. Da gibt es keine Jobs und ganze Leute hocken den ganzen beschissenen Tag nur in der Shisha-Bar rum. Hey, hier habe ich mit meiner Ausbildung zum Mechatroniker einen geilen Job mit der Bombenbezahlung. Du hast es heute selber noch gesagt heute Mittag. Ich habe hier alles. Ich habe hier Haus, Frau, Kind. Wo willst du dir in Berlin so eine Hütte hinstellen, hä? Auf die Brache neben Berghain oder wie? Genau. Ja, oder du hättest ja auch in die Fußstapfen von deinem Onkel treten können, der ja angeblich die jugoslawische Videospielkonsole entwickelt hat. Alter,
Du weißt, ich verstehe da echt keinen Spaß. Hey, unsere Computer, der Galaxia und der Ribalola 8, waren in den 80er Jahren echt konkurrenzfähig. Und mein Onkel hat damals Masayuki Umera getroffen. Ich habe dir die Bilder gezeigt. Und wäre der Krieg nicht gewesen, dann würden wir heute Super Marco spielen statt Super Mario. Er war nochmal Marasuki Omuro. Willst du mich verarschen? Masayuki-san, hast du deine wunderschöne Kindheit zu verdanken. Ey, ohne ihn hätte es weder NES noch Super Nintendo gegeben. So eine Welt will ich mir gar nicht vorstellen. Ey. Hey Sega, wurde gerade von deinem Onkel geritzt. Ist der noch Trainer in Ordnung? Nee, der hat dann abends mitgewechselt, weil er beim Kräuterquirl noch wegen in der IT schafft nebenbei. Ach so, der hat's drauf gehabt. Ey, Roter Stern Belgrad und so, gell? Ja, fast. Nee, der Zerinski muss da knapp daneben, Svengo. Banausen. Sag ich doch. Ey, nee, Mann, hier ist die Welt echt noch in Ordnung. Ey, ich bin selber Multikulti, ich brauch dazu nicht nach Berlin zu gehen. Ey, als wir damals hier ankamen, hat sich der ganze Ort für uns eingesetzt, dass wir nicht zurück nach Bosnien mussten. Ey, in Berlin hätte es keinen Schwanz für uns gemacht. Aber bewundert habe ich dich ja schon, dass du dein Ding in Berlin da oben durchgezogen hast. Apropos durch. Oh Mann. Das hast du auch nicht so richtig überstanden, oder? Dass du dich damals kurz vorm Abi für den Autotune aus Goxheim hat sitzen lassen. Ich weiß schon, die erste vergisst du nie. Aber ey, jetzt musst du schon mal Hallo sagen. Ja? Also. Guten Abend, die Damen. Hallo. Schauen. Thorsten, ewig nicht gesehen. Hi. Hi, allerdings. Ja, seit den Tagen von StudiVZ haben wir uns schon irgendwie aus den Augen verloren, ne? Wie geht's dir? Ja gut, wie geht's dir? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Was machst du hier? Bist du bei deinen Eltern zu Besuch? Und dann trifft man dich auch noch hier im Techtel, was für eine Ehre. Ja, ich meine, die Alternativen halten sich ja in Grenzen, ne? Hier. Aber ich meine, so hat der Abend ja echt auch sein Gutes. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Ja. Du hast doch Biologie studiert. Was machst du denn mittlerweile? Ja genau, ich habe aber leider mein Studium abbrechen müssen, weil ich dann schwanger war mit Hilda. Und ja, der Jensi hat in der Zeit in Goxheim bei seinen Eltern auch die Dachgeschosswohnung ausgebaut. Und ja, ganz ehrlich, dann dieses Pendeln von Würzburg nach Goxheim und dann noch mit Kind. Okay, krass. Das wusste ich gar nicht. Ja, verrückte Zeit damals. Scheiße. Du warst doch so überzeugt davon, Biologin zu werden. Du wolltest doch immer die Unterwasserwelt der Main-Schleife katalogisieren damals. Ja, genau. Träume hatte ich auf jeden Fall. Aber ja, auch nach dem Austauschjahr damals in der Schule in Australien, Tauchen war voll mein Ding. Aber der Jensi hat da gar nichts für über. Ich habe dann versucht ab und zu mal, dass wir vielleicht mal nach Indonesien oder Thailand oder so im Winter fliegen, um ihn einfach ja, ein bisschen davon zu überzeugen. Aber ja, im Winter ist dann wieder die Winterreifensaison in der Werkstatt, da ist er dann unabkömmlich. Und, ja, da arbeite ich jetzt übrigens auch, so ein bisschen im Büro. Wie? Du verkaufst Reifen? Du warst ja schon gegen Mikroplastik, bevor es cool war. Ja, aber mit 3 Kindern ist es halt ein bisschen einfacher. 3? Okay, wir haben uns echt schon ewig nicht mehr gesehen. Moment. Also. Das ist die Penelope, das ist die kleinste, die ist jetzt 4. Malu, 6 Jahre alt. Und das ist eben die Tilda, die älteste, und die geht jetzt auch schon in die 3. Klasse. Echt abgefahren. Und du? Kinder? Ich? Nee, keine Kinder. Aber geplant. Bist du vergeben eigentlich? Aktuell nicht. Aber ich kann mich über Interaktion mit dem weiblichen Geschlecht nicht beschweren. Ah, verstehe. Okay. Ja, so ein bisschen neidisch bin ich ja schon, muss ich sagen. So, ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ne? Also ich bin happy, so früh Mama geworden zu sein, und ich liebe meine Kinder über alles. Ja, aber so ein Studentenleben wäre schon ganz cool und würde ich wahrscheinlich auch in vollen Zügen genießen. Ja, du weißt ja, ich habe auch früher keine Party ausgelassen. Ja, ich erinnere mich. Ja, aber heute keine Verpflichtungen. Okay. Meine Eltern babysitten. Der Jensi ist beim Schafkopfturnier in Schallfeld mit den Jungs. Also heute können wir mal an alte Zeiten anknüpfen und ordentlich die Sau rauslassen. Du nuckelst ja immer noch ewig an einem Bier rum.
So, stell den Spuckrest hier mal weg. So, du als studierter Professor, weißt ja, wie die Franzosen sagen? Je dis Bruno. Wow. Wie früher. Komm mal mit. Hey, Säufer, nicht abhauen, wir sehen uns gleich noch an der Bar. Ja, ja, ja. Alles klar. Wie in alten Zeiten. Alter. Danke, danke, danke. Komm schon. So jung kann man nimmer zusammen. Vor allem heuer nimmer. Du hast immer gesagt, nur damit kannst du es hier aushalten. Jetzt bist du hier. Bitte schön. Mach's dir ein bisschen erträglicher. Komm schon. Alter, was ist... Krass. Was ist das für ein Zeug, ey? Hast du gedacht, das gute Weed gibt's nur in der Großstadt oder was? Kennst du noch den Chillmaster aus dem Freibad? What? Erinnerst du dich? Den alten Typ, der immer stundenlang im Freibad am Beckenrand saß, die Leute beobachtet und seine Wampe gebrutzelt hat. Yes, exakt, von dem habe ich's. Boah, das ist echt das beste Weed, was du aktuell bekommen kannst. Ich schwöre. Oder was sagst du, Professor? Ja, ist schon nicht übel, ja. Gell? Ja. Ach Mann, ey. Schön, dass wir uns jetzt sehen. Ich muss echt sagen, ich denke schon irgendwie oft so an die Zeit früher, so mit uns. War schon cool. Ja, manchmal denke ich auch so, was halt gewesen wäre, wenn wir nach dem Abi einfach Volkach den Rücken gekehrt hätten, abgehauen wären. So. Ja, du hast es irgendwie immer ausgestrahlt. Und ja, schau dich an. Hast gepackt, großer Professor in Berlin. Was wäre wohl gewesen, wenn ich mitgekommen wäre? Wird sicherlich keine Reifen verkaufen dann. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Fuck, Alles sorry. okay? Alles okay? Geht's dir gut? Sorry. Tut mir leid. Kein Problem. Fuck. So, ich geht gleich wieder. Ich ruhe mich nur mal kurz hier aus. Okay. Ich hol mal deine Freundin dann, okay? Passt schon. Es geht gleich wieder. Hey Leute, Annabelle hat sich gerade draußen übergeben und sich jetzt vor die Bar auf die Straße gelegt. Könnt ihr vielleicht mal nach ihr schauen oder so? Boah, nee, oder? Immer das Gleiche. Entspann dich, wir kennen das schon, wir machen das. Okay, ja, danke. Also wenn ihr Hilfe braucht oder so, ne, dann... Nee, passt. Hopp, geh du zu deinen Kumpels, wir machen das schon. Ja, das ist nicht mein... Jetzt, komm rüber, ist gut jetzt. Jetzt komm endlich her. Hey Säufer, hast du dir auf die Schuhe gekotzt nach deiner 2 Bier? Nee, das war jetzt gerade draußen. Ah, ist scheißegal, ey. Svengo, magst du uns mal 3 Laternenmaß für die Männer vom Sägewerk? Okay, ich weiß, das ist wahrscheinlich echt paradox, das zu hören aus meinem Mund. Aber du kannst echt froh sein, dass du die Provinz Pomeranze los bist. Wieso? Alter, der Mitsubishi Jensi. Ey, eine Art Al Bundy aus der Kreisliga Schweinfurt Süd. Zugegeben, er hatte seinen Moment damals beim Aufstiegsspiel gegen Schwieper mit seinem Hattrick, als dann die ganzen Kapos mit Fliegeralarm und Megafon gekommen sind. Aber du, mein Freund, du hast was Besseres verdient. Auch wenn du gerade echt abartig nach Kotze stinkst. Was soll ich machen? Hier, warte mal. Boah.
Perfekt. An denen war aber noch keiner von uns dran, ne? Hey, guck ihn Sinn. Hey, pass auf, wie du von meiner Schwester sprichst. Ragazia. Hey, Alter, mach mal low, war doch nur weniger Spaß. Ganz im Ernst. Selbst damals bei der Grand Fête in Oberfolgach war keine Sau besoffen genug, um sich auf einen von den 3 Lappen einzulassen. Das ist halt echt so. Im Gegensatz zu dir, du hättest damals halt alle haben können, ne? Schön gesagt, Bruder. Ey, aber für mich gab es immer nur die eine, die einzig wahre Liebe. Die Sega Dreamcast. Ey, aber Katrin ist auch nicht übel. Die gehen auf den Profsandeckel, quasi Gastgeschenk an uns. Verdienst du oben noch genug, oder? Klar. Zum Wohle des Spenders des edlen Trunkes erheben wir das Glas nach altem Feuerwehrbrauch. Löscht euren Durst, Kameraden, hebt hoch die vollen Krüge. Wir können reichlich noch vertragen, wir sind des Trinkens noch nicht müde. Hom ab, hom ab, hom ab! Ergo! Bibamus! Bibamus! Hey Säufer, du hast ja doch nichts verlernt. Die nächste Runde geht auf uns 2. Aber vor dem ziehen wir weiter ins Shutdown. Da ist noch der Günni und die Uheimer. Mit dem musst du auf jeden Fall auch noch anstoßen. Okay. Also, bis gleich. Ciao. Wenn das so ist, dann sehen wir uns im Showdown. Ey, jetzt willst du aber wissen, ey. Carpe Noctem. Ja, was auch immer. Ey, Hauptsache der geile Abend geht nicht zu Ende. Aber ich hab schon gedacht, du bist zu einem alten weißen Cis-Mann verkommen. Ja, nee, um Gott, zum Glück nicht. Wobei, Cis-Mann bin ich ja schon. Hä? Wie? Bist du zur dunklen Seite der Macht übergegangen, oder wie? Hä? Wie? Moment. Du, warte mal, ich bin doch und du bist ja auch, wir sind ja... Glaubst du, dass die Bezeichnung Cis-Mann von Star Wars kommt, oder was? Ja, klar. Sagt doch der Schulz auch mal bei Fest und Flauschig hier. Der alte weiße Cis-Mann wie der schrumpelige Imperator. Ja, davon gibt es im Showdown bestimmt heute auch einige. Ja. Also, Eddie. Packen wir es mal. Also, auf geht's. Nee, das Steckensieger. Das geht auf mich jetzt. Sven, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Passt so. Prof, schön, dass du mal wieder da warst. Hat mich gefreut. Fand ich auch. Erstaunlicherweise. Bis dann. Ciao. Ciao. Servus, ciao. Danke, Sieger, dass du mich noch überredet hast. Ey. Wie ich hier heute hergefahren bin, ich hatte so viele Scheißsorgen und Gedanken, aber ehrlich, jetzt ist mir alles scheißegal. So muss es sein, Prof. Hier in Folge, da kannst du der Professor Sorgen vergessen. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal im Shotdown war. Ich glaube, das war noch vor dem Abi. Ach, da wirst du dich, glaube ich, gut zurechtfinden da drin. Alter, hast du die neuen Turtles-Filme eigentlich gesehen? Also gerade im Vergleich zu denen aus den 90ern. Ohne Scheiß, das ist nicht mein Raphael, Leonardo, Michelangelo und Donatello, Mr. Michael Bay. Von dem lassen wir uns die Kinder nicht zerstören. Nee. Prost. Kawabanga. Gut. Jo. Also Prof, wie schaut's aus? Morgen Zockmarathon auf dem alten Sega Master System? Dem spielst du auch immer noch. Ey, klar, ich spiele sie alle noch. Master System, Game Gear, Mega Drive, Saturn, Dreamcast. Hey, und auf dem Klo liegt ein Gameboy erster Generation mit Tetris drin. Das Spiel verlässt dieses Gerät niemals. Ey! Und die kleine Emmy, ab wann wird die so in der hohen Kunst des 16-Bit-Speedruns unterrichtet? Sobald sie weiter als 30 cm gucken kann, du Hirsch. Alter, von Babys hast du ja überhaupt keine Ahnung. Ja, die gab's beim Mittelalter auch schon.
Ich wollte übrigens, dass sie Zelda heißt. Link, wenn es ein Junge gewesen wäre. Aber na, da hat Katrin nicht so mitgespielt. Aber gerade nenne ich sie echt immer nur Kirby und so einen kleinen, süßen, rosa Blob. Auch genauso gefräßig. Ey, die saugt die Muttermilch schneller weg als der echte Kirby, die Waddle Dees. Waddle Dees? Ja, weißt schon, das waren doch diese kleinen Standard-Larrys, die man bei Kirby tonnenweise weggefressen hat. Alter, du konntest ja damals in Französisch nicht mehr als 3 Vokabeln merken. Und wie läuft's mit Katrin so? Ich meine, war jetzt nicht unbedingt begeistert, als ich heute auf der Matte gestanden bin, oder? Hat sie dir eigentlich eine Sperrstunde für heute gegeben? Alter, hast du von deiner Mama eine Sperrstunde bekommen, oder was? Ja, aber du hast schon recht. Also manchmal hat Katrin echt Haare auf den Zähnen. Aber was will ich machen? Ich liebe diese Frau einfach. Ey, und sonst hätte ich jetzt auch keine eigene Hütte und meinen eigenen Real-Life-Kirby. Ey, ohne Katrin würde ich wahrscheinlich bis heute nur nonstop zocken und mich ausschließlich von Mikrowellen-Pommes und Kellogg's Max ernähren. Ey, und außer einem Gamescore von 1 Million würde ich wahrscheinlich auch nichts auf die Reihe kriegen. Ey. Und wer auch immer sich so hart versucht, um die Uhrzeit im Showdown anzurufen, hat auch mal eine Chance verdient. Ey, ich muss immer schiffen. Und willst du noch was trinken, Kleiner? Ja, wir nehmen nochmal eine Runde. Und einen Absinth. Danke dir. Absinth, spinnst du? Willst du mir die Bude vollkotzen oder was? Kannst einen Jäger haben. Na, bitte schön, Thomas. So, bitteschön. Bei uns trinkt keiner allein, geht aufs Haus. Prost, Professor. Du kennst meinen Namen? Klar, wer kennt ihn denn nicht? Du bist doch der Süße, der wo damals nach Berlin gezogen ist und in der Akademie die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat. Weißt du, ich bin jetzt schon 27 Jahre da. Ich habe echt schon alles erlebt. Ne? Kommen welche, ne, die wollen halt ein wenig Spaß haben, ein wenig trinken. Na, und dann gibt es solche Idioten, die meinen, die müssen einen großen Macker markieren, weil sie daheim nichts zu sagen haben. Und dann gibt es solche Weicheier wie du, wie dich. Ja, Professor, es ist halt so. Du kannst deine Probleme nicht mit Alkohol lösen. Du hast morgen einen Kopf und die Probleme lösen sich auch nicht. Geh jetzt endlich mal ran, du Feigling. Wer will dir schon was antun? Hey, Säufer, ich schuld dir noch eine Runde. Ja, machen wir gleich. Hallo, Clemens. Du trauriges Arschloch. Im Institut ist das ganze Chaos ausgebrochen. Professor Ankenbrand läuft Amok. Der Artikel für die Georg Probe, wo ist der? Auf Rechner ist alles weg, alles. Hast du wirklich geglaubt, dass ich dir den einfach überlasse? Den habe ich natürlich hier bei mir in Volkach, du Depp. Ich habe mir schon gedacht, dass du zu deiner Mami heimgelaufen bist. Ich lasse mir aber nicht von so einem Loser wie dir die Karriere zerstören und meine Arbeit stehlen. Deine Arbeit. Deine Arbeit. Alter, hast du einen Arsch offen oder was? Was hast du eigentlich überhaupt gemacht für den scheiß Geo-Artikel? Oder generell fürs Institut? Sich beim Ankenbrand einschleimen, juggern und von Papi das Leben finanzieren lassen, kann man wohl kaum als harte Arbeit bezeichnen. Wie du an die scheiß Stelle gekommen bist, frage ich mich sowieso schon lange. Tja, man muss halt nur aus dem richtigen Kreis kommen, du Loser. Mein Vater und Archibald haben schon zusammen die Schulbank gedrückt, Burschenschaft etc. etc. Aber dazu ist auch nichts mehr zur Sache. Kannst dich freuen, ich habe dir nämlich jemanden hinterhergeschickt in ein Nest, um den Artikel zu holen. Müssten jeden Moment bei dir auftauchen. Du wirst sie erkennen können. Der Thorsten, oder? Komm vom Clemens. Das habe ich mir fast schon gedacht. Dann weißt du ja auch bestimmt, warum wir hier sind. Also, wo ist Clemens Arbeit? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Die Arbeit, die Dokumente. Clemens hat gesagt, du hast ihm irgendwas gestohlen. Her damit. Das ist schon ein bisschen konkreter werden. Hast du es ausgedruckt oder hast du es auf irgendeinem Stick? Hey, wow, was ist denn hier das Problem, Leute? Das geht dich einen Scheißdreck an. Ja, verpiss dich. Hey, tranquilo, amigos. Halt dich da raus, du Bauer. Hey, Prof, was sind das für Clowns? Schaut aus wie 2 Grünanlagen Guerillas vom Tempelhofer Feld. Jugger aus Berlin. Jugger? Verstehe. Los, Prof, gib mir einen deiner Schuhe.
Was? Vertrau mir einfach. Das ist der einzige Ausweg. Okay. Hier, wenn ihr es schafft, diesen wirklich übel riechenden Schuh hinter mir auf dem Tisch zu platzieren, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und außerdem zahle ich euch die Zeche für den ganzen Abend. Wenn ihr es nicht schafft, zischt ihr 2 Vögel wieder ab nach Berlin. Und wir 2 genießen unser Siegerbier in Ruhe auf eure Kosten. 3, 2, 1, Chaka! Alter, was war das denn für eine Scheiße? Lange Geschichte. Okay, ich weiß es schon ganz genau, wo du mir die Geschichte erzählen kannst. Der Dschungel. Als ich das letzte Mal hier war, war das glaube ich noch das Backstage. Alter, das ist schon ewig her. Ja, das muss irgendwie in meinem Grundstudium gewesen sein, glaube ich. So lange wie du studiert hast, könnte es echt sein. Boah, ich weiß noch genau, wie damals der Wirt neben mir eiskalt ins Waschbecken gepinkelt hat. Wie hieß es nochmal vor dem Backstage? Bienenwabe. Das war auch ein guter. Ey, neue Heimat war aber auch nicht übel. Oder Saustall. Ey, aber gegen den Namen hatten ja die Spießer von der Stadt was. Ey, aber seitdem die Katja den Laden übernommen hat, läuft es richtig geil, ist komplett anders. Ich war vor einem Monat hier auf einem Konzert von Hildegard von Binge Drinking. Absolut legendär. Er würde ich jederzeit jedem von deinen Berliner Hipsterläden vorziehen. Also auf jeden Fall müssen wir jetzt hier noch für den letzten Absacker rein. Wie in alten Zeiten, Boff. Wie in alten Zeiten. Ich gehe mich erstmal kurz frisch machen. Alles klar, Prinzessin. Hey, aber danach bist du mir eine Erklärung schuldig. Ja. Servus, Olli. Hey, Katja. Hey, Sieger. Na, alles klar bei dir? Na, schau, und selbst. Machst du uns mal 2, bitte? Klar. Ich hab zwar gedacht, ich hab schon Feierabend, aber wenn du schon mal weg darfst. Ne? Hey, du liebst mich doch auch, gib's dir zu. Dafür schon. Bitte. Danke. Also, Prof, den auf den Tisch. Es hat sich ausgeprofft, Sieger. Nichts mehr mit Doktor. Nicht mehr Stuttfehl. Hä? Wieso? Ich dachte immer, bei dir läuft's wie geschnitten Brot. Ja, Sieger, das habe ich auch immer allen erzählt. Aber in Wahrheit lief es einfach nicht mehr halb so geil.
Aber wieso, ich check's nicht. Du bist doch der übelste Crack. Und als sich der Ankenbrand damals angestellt hat, warst du doch in der Champions League angekommen. Ja, das dachte ich auch. Aber ganz ehrlich, anscheinend habe ich es nie so wirklich von der Ersatzbank aufs Spielfeld geschafft. Stattdessen immer nur Kaffee kochen und wenn doch mal ein Paper von mir veröffentlicht wurde, dann hat immer der alte Ankenbrand die Lorbeeren eingesackt. Aber Prof... Ja, wenn es nur das wäre. Weißt du eigentlich, was man als Doktorand in den Geisteswissenschaften verdient? Ja, nicht viel mehr, als wir damals im Rewe fürs Regale einräumen bei der Workteam GmbH. Aber warum hast du denn nie was gesagt? Ja, meinst du, es ist mir leicht gefallen? Du warst immer der Einzige, der an mich geglaubt hat. Der mich für Berlin gefeiert hat. Was hätte ich denn sagen sollen? Dass das alles nur für den Arsch ist? Ey, keine Ahnung, aber wie wär's mit der Wahrheit gewesen? Ey, wir sind doch schließlich Freunde. Okay. Ja. Wahrheit, okay. Irgendwann muss es ja raus. Also pass auf. Ich trete im Institut einfach immer munter auf der Stelle und habe mich zu dem Zeitpunkt schon mit meiner absoluten Perspektivlosigkeit abgefunden. Und da kam dann der Brief. Welcher Brief? Von meinem neuen Vermieter. Beziehungsweise Vermietern, so eine Erbengemeinschaft aus Ingolstadt. Dass unsere komplette Bude Luxus saniert werden soll. Weißt du, bodentiefe Fenster und Marmorbäder, Oberlichter, sogar so ein Concierge-Service. Nee, geil, sowas gibt's wirklich? Ey, wie Michael J. Fox in ein Concierge verlieben? Ja, in Berlin gibt's alles. Wenn du es bezahlen kannst. Ja, konnte ich natürlich nicht. Alter, Mietsteigerung um 200%. Ja, gut, ich also raus aus der Bude aber find mal auf die Schnelle. Einfach so mir nix, dir nix, direkt was Neues. Und da habe ich einfach was richtig Dummes gemacht. Und zwar? Ich war ja immer der Erste morgens im Institut, weil ich für den Ankenbrand seinen Scheiß für 24 Stunden angesetzten Cold Brew durch seinen japanischen Hario-Handfilter tropfen lassen musste, bevor er ankam. Und da habe ich mich einfach einquartiert mit Sack und Pack. Echt jetzt? Ja, nur vorübergehend natürlich, also dachte ich. Aber dann habe ich gemerkt, dass das auf einmal ganz gut funktioniert. Und ohne die Miete hat es auf einmal auch mit meinem Doktorandenlohn ganz gut geklappt. Und ich war sowieso die meiste Zeit immer dort. Ich musste halt nur immer darauf aufpassen, dass meine Sachen weggeräumt sind, bevor irgendjemand anderes kam. Aber ich meine, ganz ehrlich, in der Teilbib, da gibt es Ecken, in denen war wahrscheinlich seit Jahrzehnten niemand mehr. Und so hat es auch ganz gut geklappt. Und da habe ich es auch entdeckt. Entdeckt? Was entdeckt? Den Hinweis. Den Hinweis darauf, dass Erasmus von Rotterdam doch recht hatte. Der staubte da einfach seit Ewigkeiten einfach vor sich hin. Okay, Prof. Ich bin zwar ein Nerd, aber aus einer ganz anderen Ecke. Okay, führt jetzt auch viel zu weit. Aber das hätte einfach unseren kompletten Fachbereich auf den Kopf gestellt. Ich also Tag und Nacht recherchiert. Irgendwann dann zum Ankenbrand. Der hat es auch sofort verstanden. Ruhm und Ehre fürs Institut. Ein Erdrutsch in der Mediavistik. Also... Okay, ich check gar nichts. Aber das hört sich doch alles ganz gut an. Ja, war es auch. Es war eigentlich mega geil. Ich habe Tag und Nacht an dem Paper gearbeitet. Sogar die Mainstream-Popper von der Geo-Epoche wollten über uns berichten, als sie davon mitbekommen haben. Das wäre endlich mal irgendwie sowas wie ein Durchbruch für mich gewesen. Der Ankenbrand hat mir sogar zugesichert, dass überall mein Name mit draufstehen wird. Ja. Und ich, blöder Depp, habe immer natürlich geglaubt. Und dann? Dann kam Clemens. Der scheiß Wichser. Der neueste Speichellecker vom Ankenbrand. Ich habe den immer unterschätzt, weil er immer mit seinen Jugger-Freunden mit Hundeschädeln gespielt hat. Aber anscheinend war es leider doch nicht das Einzige, was das blöde Arschloch drauf hatte. Der hat den Ankenbrand so lange belabert, bis er ihm einfach mein komplettes Projekt übertragen hat. So stand er dann letzte Woche vor meinem Schreibtisch und wollte, dass ich ihm meine kompletten Daten rausgebe. Meine letzte Hoffnung. Am Arsch. Und
Und was ist dann passiert? Dann habe ich Panik bekommen. Ich bin komplett ausgetickt. Ich habe ihm seinen scheiß Hundeschädel abgenommen und ihm über seine Rübe gezogen. Meine Daten vom PC gezogen und ab durch die Mitte. Nach Volgach dann? Ja, genau. Und glaub mir, ich wäre nicht hier, wenn es noch irgendeinen anderen Ort gegeben hätte. Aber wieso? Hier ist doch deine Heimat. Nee, Sieger. Hier ist deine Heimat. Du warst hier immer happy. Ich wollte immer hier weg. Ich wollte immer raus. Mir ist zu klein, mir war es hier zu eng. Ich wollte in die Stadt und ich wollte es da schaffen. Und jetzt schau mich an. Das heißt, das war alles nur erfunden. Das mit den Preisen, mit den Papers und selbst das mit den Mädels im King Size. Und überhaupt, immer wenn ich dich gefragt habe, ob es dir gut geht. Ja. Aber Thorsten, warum hast du mich angelogen? Weil ich einfach alle angelogen habe. Weil ich es mir selber nicht eingestehen wollte. Dass ich ein Loser bin. Am wenigsten dir gegenüber. Weil du immer an mich geglaubt hast. Weil ich auch immer das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen auch dein Traum war. Ja. Fuck. Ja, jetzt habe ich nicht nur mein Leben verkackt, sondern auch unsere Freundschaft. Oh Mann, du kannst mit deinem Leben machen, was du willst. Aber mit Freunden geht man so echt nicht um. Ey, ich wäre fast von 2 durchgeknallten Primaten mit einem selbstgebastelten Morgenstern vermöbelt worden. Das schreit nach Satisfaktion. Du bist nicht sauer? Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, das verlangt nach Satisfaktion. Katja, 2 Flaming Macs. Nice. Trink das. So, Prof, ich sag dir jetzt mal was. Mach das nie mehr, okay? Hey, wir kennen uns seit der F-Jugend. Wir sind Freunde, verdammt nochmal. Da sagt man sich die Wahrheit, verstanden? Verstanden. So. Sorry, Sieger. Gut jetzt, Prof. Clemens der Lappen. Sieger? Warum bist du eigentlich mein Freund? Was meinst du? Ich habe dich angelogen. Ich habe dich eigentlich fast nie besucht, seit ich in Berlin bin. Nicht mal zur Taufe von der kleinen Emmy war ich da. Und wenn wir nicht die weltweit letzten 2 ICQ-User wären, dann hätten wir wahrscheinlich gar keinen Kontakt mehr. Oh! Schätzchen, machen Sie doch mal 3 Sekt und DJ Supergirl von Remain. Ja, klar. Olli, kannst du bitte die Musik ändern? Na, was seid ihr denn für 2 Schnurrliche? Hey, also ich bin der Seger. Und das ist der Professor. Ja, ihr seid mir vielleicht 2. Und was für welche? Ey, und mein Kumpel erst. Thorsten, hast du deine Manieren in Berlin gelassen? Jetzt kauf den Damen doch noch einen Sekt. Sag mal, ich kenn dich doch. Du bist der Thorsten. Kennst du mich noch? Ich bin die Mama von der Jessica. Ich hab dir doch früher mal die Haare geschnitten. Und da wolltest du mal so eine Frisur haben von dem Sänger da. Wie heißt der wieder? Wer ist denn da? Bill Kaulitz. Ja, der Bill Kaulitz. Das hat so scheiße ausgesehen, gell? Du musst mir die ganze Nacht wieder abrasieren. Weil sie in der Schule so verarscht
Überraschung? Ja. Ja. Hi, Biggie. Hi. Ich bin nur zu Besuch. Der kommt gleich. Macht seinen Morgen bloß, ey, das geht nicht. Oh Mann, Ich war nur wegen euch so lang da, siehst du? Es ist spät genug. Oh Manu, aber wir können doch jetzt den Abend nicht so auseinandergehen. Das geht doch nicht. Ich frag sie jetzt. Ja, frag sie. Oh, Mary, können wir nicht zu dir kommen? Vergiss es. Oh, schade. Warum denn nicht? Nee, sag ich. Doch, bitte. Ihr wisst genau, was das letzte Mal war. Mit dem Bullen und seiner Knarre. Ich bin doch nicht hier. Aber jetzt schau dir mal die Blues an. Da ist nicht mit Knarre da. Die sind ja Och, ganz das kann harmlos nicht an, du. Bitte. Also gut, ihr habt's nicht angestellt. Leute, Mutti, Fede! Du sagst auch, du hast es schon. Was? Ich hab keine Ahnung, was das für eine Scheiße sein soll. Biggie! Oh Gott, Biggie! Servus! Super! Du kennst mich, ja Wahnsinn! Klar kenn ich dich. Hammer! Du nimmst uns jetzt mit, wir wollen eine Mutterparty machen. Ich wollte Kommt alle jetzt einfach einsteigen! Also da legen wir noch mal die dänische Partymusik ein. Hey, coole Location. Stark. Cool. Und Leute, heute machen wir keine halben Sachen. Biggie? Ja? Wartest du noch jemand? Glaubst du, ich kann eine Fete schmeißen, ohne die Gang einzuladen? Und darf ich vorstellen, das ist die Babette. Mensch, Biggie, das ist eine Ewigkeit her. Na? Bitte schön, die Babette. Oh. Neu hier? Hallo Leute, wie geil, ihr seid alle da. Rein mit euch, die Fete fängt schon an. Jo, Biggie. Wie immer? Ja, ist der Papst katholisch? Hi, Biggie. Hi, servus, rein mit euch. Hi, Biggie. Hi, Süße. Hey Biggie! Rein mit euch, Mädels. Hi Biggie! Heute geht's rund. Ja, lass uns krachen. Hi, Biggie! Wie geht's? Hallöchen! Jo, Biggie, du alte Rampensau. Wenn eines schafft, die Gang mitzubringen, dann du. Yes! Sag doch mal, was macht eigentlich der Hamster? Geht's so wieder gut? Ich denke, wir gehen rein und feiern erstmal Ja, noch kommt rein, die Fete läuft schon. Hi, Fans! Party geht ab! Birgit Braun. Ja, ja. Frau Braun, ich habe einen Haftbefehl für Sie. Frau Braun, Ihnen wird Folgendes vorgeworfen: Besitz und Vertrieb von synthetischen Drogen, unerlaubter Waffenbesitz, räuberischer Diebstahl, Menschenhandel und hier steht noch irgendwas von einem Hamster. Das ist ein Irrtum, das ist eine Verwechslung, also... Wollen Sie sich dazu äußern? Na, nee, das ist nicht richtig, das ist eine Verwechslung.
Haha, Biggie, ich bin's, Hanno. Hanno? Oh Gott, du Arsch, du hast mich so erschreckt. Ich dachte mir schon, dass du mich nicht sofort erkennst. So Ohren, die Dreadlocks und den Vollbart. Kommt richtig seriös rüber, oder? Weißt du, wann ich dich das letzte Mal gesehen habe? Da bist du mit High Heels und Frauenklamotten bei mir von der Gartengarage in den Teich gesprungen. Ja, das war ein legendärer Abend, das weiß ich noch. Ja, ich kam jetzt gerade von der Schicht und habe mir gedacht, das sind so viele junge Leute bei dir an der Einfahrt. Da wollte ich doch mal nachschauen, was hier so abgeht. Ja. Und hier da, ich wurde nicht enttäuscht. Geil, Hanno. Und wie zum Teufel bist du zur Polizei gekommen? Boah, kein blassen Schimmer. Ich weiß noch, mein alter Herr hat mich damals bei der Polizei beim Test angemeldet. Der dachte wohl, es würde mir nicht schaden, so ein bisschen Respekt und Disziplin und so. Ja, und eigentlich ist es voll geil, ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend cruisen und ein bisschen Leute voll labern. Ja, ist total mega. Und die haben mir sogar ernsthaft eine Knarre gegeben. Aber das Allergeilste ist, die haben mir sogar einen Schlüssel zur Asservatenkammer gegeben. Du siehst so sprachlos. Aber wenn du auch Bock hast. Oh, hey Biggie, ich dachte schon, du fragst nie. Du sag mal, Biggie, hast du eigentlich noch die 5 Barsaufmaschinen in das übergroße Schaukelpferd? Wenn du einen Onkel hast und der hat gute Weine, so sorge, dass er dich nicht hasst, sonst säuft er sie alleine. Prost! Prost! Es geht los! Is there a way around it? When I open my mouth, you just open your mouth. We're both talking loud. You take the bump on you, and I go to war for you. Tell me how we destroy you. Cut so deep, in an inch, how does it go? I'm 3 feet tall, no crystal ball. I'm giving you time, the answer been yours, but what about mine? Been 1 foot tall, no crystal ball. What can I say? I can't wait for you. What can I say? I'm not made for you. Right in place for everything to lose. What can I say? Thorsten? Thorsten, hier drüben. Hanna? Ey, was machst denn du hier? Siehst du den Typ da drüben? Das war ein alter Mitbewohner Justus und der hat mich vorhin angerufen, weil er wusste, dass ich dieses Wochenende bei meinen Eltern in Volkach bin und irgendwas von einer legendären Fete erzählt, die er auf keinen Fall verpassen darf. Komme was Molle. Komme was Molle? Ach, frag nicht. Ich war eigentlich schon im Bett und wollte nur noch ein bisschen Tetris zocken. Irgendwie immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, kriege ich da richtig Bock drauf, meinen alten Gameboy wieder rauszuholen. Der hat das Haus meiner Eltern die letzten 20 Jahre auch nie verlassen. Naja, jedenfalls hat mich Justus dann mit Sprachnachrichten und Anrufen terrorisiert, bis ich irgendwann klein beigegeben und ihn hierher begleitet habe. Okay. Aber was machst du eigentlich hier? Müsstest du nicht in Berlin sein und irgendwas Abgefahrenes machen? Ich habe gehört, du hast 3 Doktortitel und leitest 2 Universitäten. Ich habe mir immer schon gedacht, dass aus dir mal was wird. Ja, das ist so nicht ganz richtig, aber ist auch eine längere Geschichte. Okay, verstehe. Hey, pass auf, ich verdrück mich jetzt wieder.
Justus braucht mich nicht mehr und irgendwie ist mir das hier alles ein bisschen zu abgefahren. Ich will gar nicht wissen, was die mit der Tuba und dem 10 Liter Eimer Mayo noch vorhaben. Aber wenn du magst, können wir noch ein bisschen frische Luft schnappen. Ich kann dich mitnehmen. Ich glaube, das würde dir auch nicht schaden. Ja, das ist eigentlich die beste Idee des Abends. Ich bin auch echt durch, ey. Komm. Lass uns abhauen. Ey, yo, Prof, gehst du schon? Hey, sind die Eier nicht überstückt, Anni? Also, die Party ist doch gerade erst losgegangen. Und außerdem kommt gleich noch die Blaskapelle aus dem Nachbarkaff. Blaskapelle? Ja, egal. Ey, lass mal stecken. Ich bin echt durch für heute. Ey, es war ein richtig geiler Abend mit dir, aber ich muss heim. Wirklich. Ohne Scheiß. Wir hören uns morgen, okay? Und treibst nicht mehr so bunt heute. Hey, Prof, kennst mich doch. Alles easy peasy. Hast gar kein Problem. Und Prof, lass dich bald mal wieder blicken. Klar. So, der Schlangenfänger. Jetzt wird abgelittert! Was? Mann, Schlafmütze. Ich habe schon gedacht, du wachst gar nicht mehr auf und ich habe mich umsonst hier hochgequält. Alter. Boah. Hier war ich schon ewig nicht mehr. Weißt du, genau hier habe ich mit Sega damals meinen ersten Joint geraucht. Und genau daneben, aufs Gras, habe ich auch direkt danach hingekotzt. Oh Mann. Hanna, ich sag's dir, das war echt der reinste Höllenritt heute mit Sega. Also, gestern. Naja, du weißt, was ich sagen will. Oh Mann, bei mir dreht sich auch echt immer noch alles. Aber das war auch früher schon immer die Gefahr, wenn ich mit Sega unterwegs war. Du, jetzt kommt's mir gerade so. Die Drag Queen auf der Mutti-Fete, war das unser alter Rallye-Lehrer, der Bukewski? Unser Rallye-Lehrer? Ja klar. Das war der Herr Bukewski. Krass. Dann war das früher doch Lippenstift in seinem Gesicht. Von wegen, er hat gerade was Scharfes gegessen und deswegen wäre sein Mund so rot. Geil. Boah, wenn ich das Sega erzähle, der wird sich einfach beömmeln vor Lachen. Ach du Scheiße, du hast recht. Boah, Sega wird explodieren. Weißt du, ich habe Sega irgendwie auch nicht so richtig verstanden. Wie er so das Leben führen kann, was er gerade führt. Wie meinst du das? Naja, erste Freundin heiraten, Haus bauen, junge Kinder kriegen, einen Minivan fahren, das volle Programm eben. Weißt du, deswegen bin ich damals auch nach Berlin gegangen, weil ich was anderes wollte. Ich wollte mehr sehen, mehr erleben und einfach weg vom spießigen Dorfdasein, wo jeder jeden kennt und im Grunde alle eigentlich genau das gleiche langweilige Durchschnittsleben leben. Ja. Und jetzt sitze ich hier. Der beschissene Schleimer von Bachelor Rand, der mir mein Projekt geklaut hat und im Endeffekt meinen ganzen Job. Meine Bude kann ich mir nicht mehr leisten, weil ich chronisch pleite bin und mit den Frauen klappt es irgendwie auch nicht so richtig. Im Grunde habe ich, seit ich damals Volkach den Rücken gekehrt habe, genau gar nichts erreicht.
Was genau gibt's jetzt so zum Lachen? Ich erzähle dir gerade, dass ich mein Leben gegen die Wand gefahren habe und du lachst mich aus. Thorsten, du bist einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Wer weiß, wahrscheinlich bist du in ein paar Jahren Professor in irgendeiner angesehenen Uni. Aber verdammt, Thorsten, du bist immer noch der gleiche Dummkopf, den mein Bruder damals täglich in Street Fighter vermöbelt hat. Was? Du warst schon damals immer viel zu sehr darauf fokussiert, was andere von dir denken, anstatt nur auf dich zu hören. Als du damals beschlossen hast, Mediävistik zu studieren, haben dich die Leute hier nur mit großen Augen angesehen, weil kein Mensch wusste, was das eigentlich ist und was man damit anfängt. Um ehrlich zu sein, habe ich keinen blassen Schimmer, als was du eigentlich arbeitest. Aber trotzdem hast du es durchgezogen. Und selbst nach so langer Zeit in Berlin hat dich in Volkach hier keiner vergessen. Also wenn du mich fragst, hast du ganz schön gerockt bis hierher. Vielleicht hast du ja recht. Weißt du, Clemens, der dämliche Speichellecker kann mich mal. Soll doch glücklich werden mit meinem alten Prof. Und auch meine Mitbewohner in der WG waren eigentlich ein Haufen Öko-Jochens, die aus ihren Bioabfällen ihre eigene Seife hergestellt haben. Kein Scherz, die Bude hat echt immer gestunken wie in einem Messlab. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ich glaube, ich kann das nicht. Okay, ich kenne dich doch schon, seit du die kleine nervige Schwester von Sega warst, die uns immer beim Zocken genervt hat. Ich krieg keine Luft mehr. Oh Gott, fuck. Was wird Sega dazu sagen? Was wird Sega dazu sagen, wenn er erfährt, dass wir uns geküsst haben? Dass ich seine kleine Schwester geküsst habe? Was, wenn er nicht mehr mit mir reden will? Er ist so mein einziger wahrer Freund. Thorsten. Oh, fuck. Was, wenn das vielleicht eigentlich okay findet oder sogar ganz gut? Aber wenn es dann zwischen uns vielleicht nicht klappt oder wir uns auseinanderleben, was, wenn ich dir dein Herz breche und oh, scheiße, Thorsten. Sega wird bestimmt irgendwas anderes brechen. Was? Thorsten, ich bin lesbisch. Lesbisch? Ja. Du bist lesbisch, genau. Jetzt macht das alles auch so ein bisschen Sinn. Das heißt, das Mädel in deiner Weihnachtskarte, das war... Meine Freundin, genau. Ich habe mich einfach nur gewundert, wer das denn jetzt sein soll. Oh Mann. Aber das macht die Situation zwischen uns für mich schon deutlich leichter. Ich habe es mir vielleicht jetzt im ersten Moment nicht so wirklich anmerken lassen, aber ich war schon kurz wirklich ein bisschen baff. Oh Mann. Ja. Sorry. Und, wie geht's jetzt weiter? Gehst du wieder nach Berlin? Ich glaube, Volkach ist vielleicht erstmal gar nicht so schlecht. Vielleicht mache ich ja so einen kompletten Neuanfang und mache einen Falafelladen auf oder so. Da hätte ich, glaube ich, echt Bock drauf. Du? Einen eigenen Laden? Kannst du überhaupt kochen? Nö. Aber ich meine, man kann alles lernen. Man kann sich Hilfe holen, jemanden einstellen. Es gibt hier an der Volkshochschule in Volkach bestimmt ein paar gute Falafel.
das, wenn in der Früh die Luft noch so neu riecht? Sag, weißt du das, wenn die Morgensonne uns schenkt wieder ein neues Licht? Da kann so schlimm nix sein. Ich komm schon wieder rein. Da wird einem ganz viel geben. Und genau das ist das Leben.